Moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Erklärvideo für die normalen Strategien im Raid Dunkle Stunden. Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse aneignen und die Mechaniken im Raid genauer lernen möchten. Hier erfährst du, wie du an den ersten Raid-Schlüssel kommst und was bei den nächsten Bossen Rico, Dizzy und Weasel gemacht werden muss. Nachdem wir Boomer gekillt haben, laufen wir weiter durch das Flughafengebäude. Der erste Raid-Schlüssel befindet sich in einem Coffeeshop, der mit Gitterrolltoren gesichert ist. Um diese Rolltore zu öffnen, muss als erstes ein Hebel betätigt und kurz danach ein Knopf gedrückt werden. Der Knopf zum Öffnen der Rolltore befindet sich an der Wand des Coffeeshops. Der Hebel befindet sich in einem Raum, der durch ein Türschloss gesichert ist. Wenn du hinten am Hebel stehst, vergewissere dich, dass vorne jemand am Knopf wartet, bevor du den Hebel umlegst. Sobald du den Knopf drücken kannst, drücke und halte X, bis sich die Rolltore öffnen. Zeitgleich beim Öffnen der Rolltore spawnen ein paar Drohnen, die zerstört werden müssen. Dann kannst du in den Store laufen und deinen ersten Raid-Schlüssel holen. Danach laufen wir weiter und gelangen zum Flugzeughangar. Dort erwarten uns die nächsten Bosse Rico, Dizzy und Weasel. Bevor ich erkläre, wie die Mechanik bei diesen Bossen funktioniert, kurz ein paar Worte zum Aufbau des Spielfeldes. In der Mitte des Hangars steht ein Flugzeug, das die Halle in zwei Bereiche trennt. Rechts ist die Seite A und links ist die Seite B. Du kannst die jeweilige Seite zu Anfang nur über einen der beiden Fahrstuhlschächte erreichen. Aber was genau muss denn nun hier gemacht werden? Auch bei diesen Bossen gibt es verschiedene Spielvarianten, die ich noch im Detail erklären werde. Diese Spielvarianten nutzen die allgemeine Bossmechanik auf unterschiedliche Weise aus. Grundlegend passiert hier Folgendes. In der Mitte des Flugzeugs befinden sich auf jeder Seite 3 Monitore. Es leuchtet immer nur auf einer Seite ein Monitor. Aber es muss zeitgleich auch der exakt gegenüberliegende Monitor gedrückt werden, um die Mechanik zu starten. Das übernehmen zu Anfang 2 Spieler, die sich jeweils auf Seite A und B befinden. Es gibt eine festgelegte Bezeichnung für die Monitore, damit jeder Spieler Bescheid weiß, welcher Monitor gedrückt werden muss. Mit Blick auf das Flugzeug sind die Monitore am Heck die hinteren Monitore, dann gibt es die beiden Monitore in der Mitte und die Monitore in der Richtung des Flugzeugbugs sind die vorderen Monitore. Derjenige Spieler, bei dem der Monitor als erstes leuchtet, nennt dem anderen Spieler den Monitor, der gedrückt werden muss, zum Beispiel vorne. Dann gibt es ein Kommando und beide Monitore werden zeitgleich gedrückt. Danach wechselt die Seite, auf der der Monitor leuchtet. Der andere Spieler muss auch beim Flugzeug bleiben und aufpassen, welcher Monitor aktiv ist. Dann muss er die Position des Monitors nennen und es gibt wieder ein Kommando, wann die Monitore erneut gedrückt werden. Mithilfe der Monitore aktivieren wir eine Art Verteidigungssystem, mit dem farbiges Gas aus dem Flugzeug gepumpt wird. Auf einer Seite ist das Gas lila. Dort können wir keinen Schaden auf den Boss und die Ads machen. Auf der anderen Seite ist das Gas orange. Dort sind der Boss und alle Ads verwundbar und nehmen Schaden. Durch das Drücken der Monitore können wir die Gase vertauschen und somit den Schaden auf Bosse und Ads umverteilen. Nachdem wir einen der Bosse getötet haben, spawnt der letzte Boss Weasel und das Flugzeug hebt sich in die Höhe. Jetzt können wir das Tauschen der Gase nicht mehr steuern. Was passiert nun über das Drücken der Monitore hinaus? Zeitgleich mit dem Aktivieren des Verteidigungssystems spawnen auch die beiden ersten Bosse, Dizzy und Ricochet. Dizzy springt immer auf der Seite A herunter, Rico spawnt immer auf Seite B. Auf Seite B, also bei Rico, haben wir zuerst das orangefarbene Gas. Das heißt, wir können Damage auf Rico machen. Dizzy befindet sich im lilafarbenen Gas und nimmt so gut wie keinen Schaden.
Wenn wir in dieser Konstellation nun zuerst Rico killen, dann spawnt der letzte Boss, Weasel, auf der Seite von Dizzy. Würden wir zuerst Dizzy killen und Rico am Leben lassen, dann spawnt Weasel auf der Seite von Rico, also auf B. So viel zur eigentlichen Mechanik hier bei den 3 Bossen. Kommen wir nun zu den verschiedenen Spielvarianten, die dir im normalen Raid begegnen können. Es gibt die sogenannte 7-1-Variante, die 4-4-Variante und eine leichte Abwandlung dieser Variante, die 5-3-Variante. Was genau bedeutet das nun? Bei der Variante 7-1 gehen 6 DPS-Spieler plus der Heiler auf die B-Seite nach links. Ein Tankspieler geht auf die Seite A nach rechts. Die DPS-Spieler benötigen Köder und Geschütze, die später auf ein Kommando aufgestellt werden müssen. Ein Spieler übernimmt das Drücken des Monitors auf der B-Seite. Der Tank übernimmt das Drücken des Monitors auf der anderen Seite. Dann wird in der ersten Gasphase zuerst Rico auf der B-Seite getötet. Das Flugzeug hebt sich in die Höhe und der Tank zieht Dizzy und Weasel langsam von der A-Seite zu uns herüber. Wir bleiben in Deckung und die DPS-Spieler schmeißen bei der lilafarbenen Gasphase die Köder und Geschütze raus und hören auf zu schießen, damit die Ads nicht auf uns fixiert sind. Sobald das Gas auf Orange wechselt, töten wir zuerst Dizzy. Dann folgt wieder eine lilafarbene Gasphase, in der wir wieder Köder und Geschütze aufstellen. In der nächsten orangefarbenen Gasphase töten wir dann den letzten Boss Weasel. Danach müssen wir nur noch die restlichen Ads killen und wir haben es geschafft. Bei der Variante 4-4 gehen 4 DPS-Spieler auf die B-Seite nach links, die restlichen 3 DPS-Spieler und der Heiler gehen auf die A-Seite nach rechts. Auf der B-Seite übernimmt wieder ein DPS-Spieler das Drücken der Monitore. Auf der A-Seite übernimmt dieses Mal der Heiler. Sobald die ersten beiden Bosse gespawnt sind, machen wir auf beide Bosse Damage. Auf der B-Seite wird die komplette Rüstung von Rico so schnell wie möglich weggeschossen. Wichtig ist aber, dass Rico nicht getötet wird. Das darf erst bei einem bestimmten Kommando erfolgen. Auf der A-Seite bekommt Dizzy ebenfalls Schaden. Auch hier ist wichtig, dass Dizzy nicht gekillt wird, sondern nur so weit wie möglich heruntergeschossen wird. Bevor das Gas automatisch wechselt, vertauschen die beiden Spieler an den Monitoren das Gas per Knopfdruck. Sofort danach erfolgt der Kill-Call für Rico und der Boss muss innerhalb weniger Sekunden getötet werden, damit wir auf der A-Seite eine Damage-Phase bekommen. Weasel spawnt dann auf der A-Seite und alle Spieler der B-Seite laufen auf die A-Seite hinüber. Wir töten zuerst Dizzy und danach Weasel. Anschließend müssen auch hier wieder die restlichen Ads gekillt werden. Der Vorteil bei dieser Variante ist, dass wir nicht auf das automatische Tauschen der Gasphasen warten müssen. Der Nachteil ist, dass wir mehr Damage brauchen als bei der 7-1-Variante. Ist dieser Damage vorhanden, dann können wir die Bosse aber insgesamt schneller besiegen. Die 5-3-Variante ähnelt der 4-4-Variante. Der Unterschied ist nur, dass hier 2 Spieler mit speziellen Stürmer- oder Kopfschussschaden-Builds plus der Heiler auf die B-Seite nach links gehen. Die übrigen 5 DPS-Spieler gehen nach rechts auf die A-Seite. Vom Ablauf her wird diese Variante genauso gespielt wie die 4-4-Variante. Rico wird auf ein bestimmtes Kommando getötet, dann laufen wir auf die A-Seite hinüber und killen dort zuerst Dizzy und danach Weasel. Nachdem dann die restlichen Ads getötet wurden, können wir den Loot einsammeln und es geht weiter durch den Fahrstuhlschacht nach oben über das Flugzeug. Wie du die nächsten beiden Durchgänge meisterst und an den zweiten und dritten Raid-Schlüssel kommst, erfährst du in meinem nächsten Video.
Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Raid und bis zum nächsten Mal.